Halte einen Moment inne und denke darüber nach, was du heute Morgen gemacht hast. Was ist das Erste, was du tust, wenn du aufwachst? Spielst du ein bisschen mit deinem Handy? Streckst du dich ein wenig? Oder gehst du direkt in die Küche und machst dir eine Tasse Kaffee? Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist Kaffee nicht nur ein Getränk. Er ist wie ein Freund, der am Anfang des Tages bei uns ist. Ein warmer Anfang, ein kleiner Funke, der den Geist aufweckt. Jeden Tag werden auf der Welt mehr als 2 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Halt kurz inne und denk darüber nach. Genau in diesem Moment hält irgendwo auf der Welt jemand eine warme Tasse Kaffee in der Hand. Kaffee gibt uns Energie. Ja, aber er gibt uns auch noch etwas anderes. Eine Pause, einen kleinen Moment zum Nachdenken, zum Reden und zum Träumen. Kaffee bringt Menschen zusammen, in kleinen gemütlichen Cafés, in vollen Büros und in ruhigen Häusern. Mit der Zeit wurde Kaffee nach Öl zum zweitmeist gehandelten Produkt der Welt. Königreiche wurden durch ihn reich, um ihn wurden Kriege geführt und viele Revolutionen wurden neben einer Tasse Kaffee besprochen. Aber das Interessante ist, die Art, wie wir heute Kaffee trinken, ihn rösten, mahlen und aufbrühen, war eigentlich nie geplant. Diese Methode wurde nicht von einem König erfunden. Sie wurde nicht von einem Wissenschaftler entdeckt. Der Legende nach begann alles mit einem neugierigen Hirten und seinen energiegeladenen Ziegen in den Bergen von Äthiopien. Ja, du hast richtig gehört, mit Ziegen. Und dieser kleine Zufall sollte die Geschichte der Menschheit für immer verändern. Machen wir jetzt gemeinsam eine kleine Reise in die Vergangenheit. Entdecken wir, wie eine winzige rote Frucht zum beliebtesten Getränk der Welt wurde. Denn das ist nicht nur die Geschichte des Kaffees. Es ist die Geschichte von Neugier, Fehlern und der Magie der Entdeckung. Also lehne dich zurück, entspanne dich. Und wenn du eine Tasse Kaffee bei dir hast, nimm einen kleinen Schluck, denn das ist die Geschichte des Kaffees. Bevor Kaffee in das Leben der Menschen kam, war die Welt ein wenig anders. Die Menschen arbeiteten mit der Sonne und ruhten sich aus, wenn die Nacht kam. Es gab keinen einfachen Weg, wach zu bleiben. Wenn die Nacht hereinbrach, wurden die Menschen müde und hörten auf zu arbeiten und gingen nach Hause. Die häufigsten Getränke jener Zeit waren sehr einfach: Wasser, Milch und Wein. Aber keines davon war genau das, was man suchte. Wasser war nicht immer sauber, Milch verdarb schnell und Wein oder Bier, die manchmal sogar morgens getrunken wurden, entspannten den Körper, machten ihn aber auch langsam. Es gab kein Getränk, das den Menschen wach und konzentriert halten konnte. In Regionen wie Arabien und Nordafrika war das Leben ziemlich hart. Die Tage waren sehr heiß, die Nächte lang und anstrengend und die Arbeit hörte nie auf. Besonders für Sufi-Derwische war es ein Teil des Gebets, nachts wach zu bleiben. Sie glaubten, dass es in den stillen Stunden der Nacht leichter sei, mit Gott zu sprechen. Aber die ganze Nacht wach zu bleiben war nicht leicht. Auch sie brauchten etwas, das sie wach halten konnte. Zu dieser Zeit kannten die Menschen bereits kleine rote Früchte, die in Ostafrika wuchsen. Einige Menschen aßen diese Früchte roh, um Energie zu bekommen. Andere mischten sie mit Tierfett und machten kleine Energiebällchen für lange Reisen. Aber niemand wusste, dass der Samen in dieser Frucht, das, was wir heute Kaffeebohne nennen, eines Tages die Welt verändern würde. Es war nur eine gewöhnliche Pflanze im Wald. Niemand wusste, dass sie etwas Besonderes war. Niemand schenkte ihr große Aufmerksamkeit. Die Menschheit wartete einfach auf etwas Neues. Etwas, das den Körper ruhig, aber den Geist wach halten konnte. Und dafür brauchte es nur eine neugierige Person, die anders dachte als die anderen. Der Legende nach war diese Person ein junger Ziegenhirte namens Kaldi. Vor sehr langer Zeit verbrachte Kaldi seine Tage damit, sich um seine Ziegen in den grünen Bergen Äthiopiens zu kümmern. Er kannte seine Tiere sehr gut und liebte sie sehr. Deshalb bemerkte er sofort, als sie sich eines Tages seltsam verhielten. Die Ziegen sprangen, rannten und wirkten energiegeladener als je zuvor. Es war, als hätten sie etwas gegessen, das ihnen diese Energie gab. Kaldi hatte sie noch nie so gesehen. Neugierig folgte er ihnen und sah, was sie fraßen. Kleine, leuchtend rote Früchte, die an einem dunkelgrünen Strauch wuchsen. Kaldi wurde neugierig, nahm einige dieser Früchte und probierte sie selbst. Nach kurzer Zeit spürte er etwas Seltsames: Energie.
Wachheit und eine ungewöhnliche Lebendigkeit. Diese Früchte müssen etwas Besonderes sein, dachte er. Kaldi wollte seine Entdeckung teilen und brachte die Früchte zu einem nahegelegenen Kloster und zeigte sie den Mönchen. Aber einer der Mönche wurde nervös. Er dachte, diese Früchte könnten gefährlich sein. Er